Ein kleiner Junge namens Daniel lag im Krankenhaus, sein Körper war von der Krankheit ausgemergelt. Und die Ärzte schienen bereits alle Hoffnung verloren zu haben. Er war schwach, leblos, und seine Augen hatten sich seit Tagen nicht mehr geöffnet. Seine Familie war am Boden zerstört, und jeder Tag schien schwerer als der vorherige, doch weder die Mutter noch der Vater konnten ihren Sohn verlassen. Sie hofften, dass ein Wunder geschehen würde, trotz aller Prognosen. Daniel war kein gewöhnliches Kind. Er war immer voller Energie gewesen, spielte mit seinen Freunden und liebte seinen treuen Hund namens Maximal. Es war ein großer Golden Retriever, immer an seiner Seite, immer bereit, ihn zu unterstützen. Er war von Daniels Kindheit an dabei, und ihre Bindung war etwas Besonderes. Eines Morgens, als die Ärzte zur Routineuntersuchung kamen, bemerkten sie, dass im Krankenzimmer etwas fehlte. Max, der Daniel sonst überall hin begleitete, war nicht da. Die Mutter des Jungen rang die Hände und versuchte, ihre Angst zu verbergen. Doch in dem Moment, als die Ärzte das Gespräch begannen, stürmte der Hund ins Zimmer, voller Sabber und mit einem aufgeregten Blick. Er rannte direkt zu Daniels Bett, begann ihn ungeduldig zu beschnüffeln, an seiner Hand zu zupfen und um ihn herumzuspringen. Die Ärzte erstarrten und verstanden nicht, was geschah. Sie beobachteten, wie der Hund erregt mit der Nase Daniels Stirn berührte, dann seine Hand und seine Beine. Und in dem Moment, als Max seinen Kopf an Daniels Hand rieb, passierte etwas Unerwartetes. Der Junge riss plötzlich die Augen auf. Zuerst erstarrte alles im Zimmer. Es war wie Magie. Daniel, der seinem Zustand kaum glauben konnte, begann, seine Finger zu bewegen. Er lebte. Sein ganzer Körper, der zuvor kalt und reglos gewesen war, reagierte plötzlich. Der Junge holte ein paar tiefe Atemzüge, sein Gesicht hellte sich auf, und sein Herz wurde von einem intensiven Lebensgefühl überflutet. Das ist unmöglich, flüsterten die Ärzte und starrten auf das Geschehen. Wie kann das sein? Doch ihr Erstaunen wuchs nur noch, als Daniel nach wenigen Minuten aus dem Bett stieg und die ersten unsicheren Schritte machte. Sein Körper war nicht mehr so schwach. Es war, als ob all die Energie, die er verloren hatte, durch die Verbindung zu Max zurückgekehrt wäre. Die verblüfften Ärzte, die sich das nicht erklären konnten, begannen zu sagen, dies sei ein wahres Wunder. Für Daniels Familie gab es keinen Zweifel. Max war der wahre Retter, und ohne ihn wäre dieser Moment unmöglich gewesen. Der Hund, der den Jungen zurück ins Leben gerufen hatte, wurde zum Symbol der Hoffnung, der Treue und der Kraft der Liebe, die Wunder bewirken kann. Mit jedem Tag erholte sich Daniel schneller, und die Ärzte konnten nicht glauben, was sie miterlebt hatten. Viele sagten, dieses Wunder sei der unglaublichen Verbindung zwischen dem Jungen und seinem treuen Freund zu verdanken. So kehrte Daniel nach vielen Tagen nach Hause zurück, und Max war an seiner Seite, wie immer, treu, verlässlich und bereit, seinen kleinen Freund zu beschützen und zu stützen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.